Was geht ab, Freunde? Wir machen weiter mit dem zweiten Teil der Reaction zur dritten Folge von Temptation Island. Gerade so, dass ich nicht durcheinander gekommen bin. Auf jeden Fall, der andere Teil kam gestern online. Also wer den nicht gesehen hat, schaut den natürlich an, damit ihr überhaupt checkt jetzt, was so passiert und worum es geht. Ist verlinkt unten. Es gibt eine Playlist zu den ganzen anderen Folgen. Auf die haben wir natürlich auch schon reagiert. Also auf die 2 anderen Folgen. Und ja, ansonsten auch hier der Hinweis. Natürlich zum einen, die ganzen Folgen gibt es auch in der Videobeschreibung bei RTL Plus. Da könnt ihr auch vorbeischauen. Und ansonsten die Bitte, wie immer, abonniert den anderen YouTube-Kanal von mir. Eventuell kommt da bald ein neues Format, also ein zweites Trash-TV-Format oder die Videos gehen dort weiter. Das weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache. Und ja, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. Also das wäre so meine Empfehlung an euch. Ansonsten würde ich sagen, wir labern nicht lange drum herum. Wir starten rein, beziehungsweise schauen weiter. Viel Spaß mit dem Video und let's go. So, weiter geht's hier mit dem ersten Lagerfeuer. Bei uns und wir ziehen das durch und das zum bitteren Ende. Liebe Männer, schön euch zu sehen. Herzlich willkommen zu eurem allerersten Wie man diese Anspannung Lagerfeuer merkt. bei Temptation Island. Wie ist denn das Leben so mit den Verführerinnen, Abdu? Ganz cool. Wir sind alle ganz gut drauf. Ganz Wir haben cool. Spaß auf jeden Fall. Wir haben auch sehr sentimentale Momente. Aber es ist auf jeden Fall eine geile Zeit. Credo Marvin, nickt auf du jeden siehst Fall. irgendwie leidend aus. Hast du dich schon richtig einleben können? Einleben, keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit nur das im Kopf. Ja. Seit Tag 1. Ich auch. Credo, was glaubst du denn, wie es Ellie so geht? Ich hoffe, ihr geht's auf jeden Fall gut. Das ist das Wichtigste. Und ich hoffe, sie denkt an mich. Ich glaube, die Chancen, Ja. die stehen ganz gut an sich. Eine Sorge, zumindest hat sich das ein bisschen so angehört, war ihr ehemaliger Job. Ja, das stimmt. Dass sie als Escort gearbeitet hat. Ja, ja. Warum war's Meinte dir er denn nicht, so er will wichtig, darüber dass nicht sie reden damit oder so über das Thema? Ist ja gut, dass sie hier die so Frage ist ziemlich hart. nachbohrt, ne? Ja, ich komme damit einfach nicht drauf klar. Ich will einfach die Frau für mich haben. Ich will nicht sagen, dass es unnormal ist, um Gottes Willen, so soll das nicht klingen. Aber meine Frau sollte das nicht tun. Kann ich Ja. nachvollziehen. Ich sag mal so, vielleicht gibt dir der Job ja sogar Dinge, die sie von dir nicht bekommen kann. Oh, Zumindest klang das so bei den Gesprächen mit den Verführern in der Villa. ach du Scheiße. Wir schauen rein. Okay, entweder kann ich mich an irgendwas jetzt nicht mehr erinnern oder sie stellt es jetzt ein bisschen dramatischer dar, als es war, aber das klingt jetzt auf jeden Fall echt nicht gut. Oh, wie angespannt die alle sind. Ich habe noch nie in den Arsch Alter, geht's noch, Alter, Mimi? Jemanden oder bekommen? Jemanden oder bekommen? Beides. Ah, okay, ich weiß auf jeden Fall wieder, was sie meint. Frau mit dem Uschnadildo. Andererseits für den Typen, der es halt geil fand. Mit dem Uschnadildo. Aber jetzt nicht dein jetziger, aber nicht dein Ja, jetziger Freund, also, oder? nein, er will das nicht. Ich würde es gerne, aber er mag es nicht. Das wäre ein Arsch ist heilig. Ich würde gerne. Ich bin auch gerne mal dominant. Okay, also er lacht auf jeden Fall darüber, deswegen Ich ich... würde gerne noch mit einer anderen Frau und 3 mit meinem Freund, aber ist noch nicht so von überzeugt von der Idee. Klar! Da müsst ihr ja eigentlich glücklich sein. Ja, er ist manchmal so ein bisschen... Auf die Schließlichkeit von deinem Freund. Ja gut, okay. Das würde mir jetzt auch nicht so gefallen. Wobei das ja jetzt nicht von seiner Freundin kam, ne? Das muss man ja auch sagen. An seiner Also... Stelle, ne? Würde ich Und da war richtig ein bisschen durchdrehen, Alkohol im aber Spiel. Richtig Ja, durchdrehen. ja. Also das Ding ist... Das ist auch, kennen Sie, es das ist immer halt, das Gleiche. jeder Da mache hat- ich sogar Pause hier. Ich finde es auch immer wieder lustig, wie die dann so die anderen Personen so anstechen. Boah, ey, an deiner Stelle, ich würde jetzt so ausrasten und so. Ey, bis jetzt doch ist ja okay. Ja, also klar, dass er jetzt so als Spießer und so dargestellt wird. Aber es ist, wie gesagt, ja nicht mal von seiner Freundin. Von daher
keine Ahnung, so ist doch alles okay. Verkehrt Kennst du sie gesagt. so? Jetzt mal ehrlich, kennst du sie so? Ja, Ich glaube, ja, doch. du hast gerade lange gebraucht zum Überlegen. Leute, ja, also. Jungs, ich habe euch gesagt, sie ist ziemlich kontaktfreudig. Hey, aber doch nicht so, Alter. Doch nicht. Ja, Wir haben uns auch ziemlich offen kennengelernt. also ich will jetzt nicht sagen, aber So wie Die sie sind jetzt ja eigentlich einschätzt, alle ist einfach relativ nur grad so ein bisschen kontaktfreudig. Fun. Aber wusstest du, dass sie nicht so zufrieden ist mit eurem Sexleben? gut, so hat sie das jetzt ja auch nicht unbedingt gesagt, dass sie da jetzt todesunzufrieden drüber Ja. wäre. Wir haben mal ab und zu mal, haben wir uns unser Sexleben nicht so dolle. Ja, ich weiß nicht. Es gibt mir auf jeden Fall jetzt ein bisschen was zu bedenken. Aber ja, erstmal alles gut, Lola, wirklich. Die Antwort von ihm. Marc Robin, jetzt erstmal zu dir. Ich habe so das Gefühl, alle lassen es bislang krachen, aber du bist noch sehr zurückhaltend. Ich sag's euch, der wirkt so, als geht's Ich bin ihm da ganz überhaupt vorsichtig. nicht gut. Mir ist meine Beziehung viel zu wichtig, um mir irgendwas wegen ein bisschen Spaß aufs Spiel zu setzen. Auf gar keinen Fall. Ehrlich, auf gar keinen Fall. Niemals. Aber natürlich gute Einstellung. Wobei wir halt Das muss gucken man müssen, sagen. ob er das Niemals. so Michelle ist der Mensch, ich bin mir sicher, mit durchhalten dem kann. Leben Aber verbringen möchte. ich denke wahrscheinlich schon. Und wenn ich heute nur den ganzen Tag im Eck sitze, aber ich weiß, ich gehe mit Michelle raus, dann war's mir das wert. Easy. Das ist ein Statement. Easy. Kuss auf deine Nase. Das Ding ist, es ist ein gutes Statement, aber das wird sie halt nicht zu Das ist hören jetzt schon bekommen, sehr zumindest emotional, ne? nicht bei den Lagerfeuertier Ich bin ein jetzt, kalter vielleicht Mensch. ganz Ich bin am wirklich ein Ende, kalter Mensch, aber bei Michelle sondern nur die passt mir Bilder, auf. Wirklich. die vielleicht nicht so gut sind. Die ist mein Mensch so. Über nichts geht über Michelle. Ich habe leider schlechte Neuigkeiten für dich. Oh. Du kriegst heute keine Bilder zu sehen. Ah, okay. Ja, ist okay. Aber bei ihr gab's ja gar nichts, Was also gibt dir das für ein Gefühl? 0. Scheiße. Ich hätte sie einfach gerne. Man kann gesehen, eigentlich wie sie davon ausgehen, wenn man keine Bilder bekommt, jetzt gerade beim ersten Lagerfeuer, dann gibt's auch nichts so. Dann gibt's Abdur. nichts Schlimmes zu sehen. Und auch nichts, was man schlimm darstellen könnte. Wie fühlst du dich? Ich bin aufgeregt. Würdest du sagen, du hast schon irgendwas Verwerfliches gemacht? Also ich denke mal an sich nicht, nein. Die Mädels sind sehr offensiv, vor allem die Kim zum Beispiel. Aber ich tue da auch zum Beispiel immer so, wenn sie da Geil. kommen, mach ich mal, ey, nee. Von Nico hier die Update und Reaktion. sowas. Aber du scheinst die Aufmerksamkeit ja schon zu genießen, oder? Ich habe ja auch schon mal darüber gesprochen gehabt, dass ich die Aufmerksamkeit auf jeden Fall genieße. Ich bin ja so ein Mensch, der braucht viel Aufmerksamkeit. Aber da ist auch nicht mehr. Kann dir Jessie genug Aufmerksamkeit geben? Sie kann mir auf jeden Fall genug Aufmerksamkeit geben. Da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar dafür. Aber warum hast du denn einen Fremd geschrieben? War eine dumme Aktion. Ich habe nicht viel darüber nachgedacht. Fremd ich hab's einfach geschrieben. gemacht. Ich bin wie so ein Idiot Noch drauf nie so eingesprungen. gehört. Einmalige Sache kommt nicht mehr vor. Es war wirklich nur diese eine Sache, die mein Vertrauen angeknackst hat. Und wenn man mein Vertrauen einmal anknackst, dann ist es halt immer dieses, ich kann halt vergeben, aber Verständlich. ich kann nicht vergessen. Auf jeden Fall. Wen hättest du hier ausgewählt, wenn du auch einen auswählen hättest müssen? Die Frage erübrigt sich schon. Ne? Also so vom Nur Opfer. 1:1 Ja, ausgetauscht. okay, das ist ja Abdu 2.0, ne? Es ist halt Abdu 2.0. Ist mir schon ähnlich. Ja. Er hat Ohrringe, Nasenpiercing, Augenbrauenkart, helle Augen. Also er erinnert mich sehr an meinen Freund. Ja, ein bisschen triggert tut mich das schon. Ja gut, okay, also Das ist das erste Lagerfeuer. das wäre es ja am besten einfach den Freund einfach eintauschen gegen jemanden neuen, der ihm einfach ähnlich sieht. Krass. Also das würde viel Sinn Ist ein bisschen ergeben. komisch zu hören, dass sie sagt, es triggert sie ein bisschen so. Ja, das fand ich, also muss ich sagen, war auch gerade echt vor allem eine so Menschen komische wie mich da zu Aussage. haben. Ich bin sowieso von Natur aus ein sehr eifersüchtiger Mensch. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, wo ich jetzt wirklich zum Beispiel sagen würde, ey, boom. Ja, wie gesagt, also bis jetzt geht es ja hier alles noch. Nico, also du gewährst wirklich tiefe Einblicke, ne? Tiefe Einblicke. Das heißt, Ja, bis überall hin. Ah, ey, jetzt muss ich das wieder rausschneiden. Victoria gibt genau Jede das Folge Gleiche. immer das gleiche, ich sag's euch. hoffentlich nicht. Ich weiß es nicht. Diesen Mensch, ich liebe einfach so sehr. Das ist unfassbar. Ey, ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das in denen ihrer Situation da ist, ey, Ich kann dir wirklich. sagen, sie gibt auf jeden Fall auch ziemlich viel Gas.
gehabt und hat schon ein Auge auf mehrere Verführer geworfen. Ey, das Ding ist, ne, ich habe das ja alles gesehen, aber irgendwie die Aussagen, da denke ich mir immer so, hä, was habe ich jetzt, an was erinnere ich mich nicht mehr? Gab es eine Folge, die ich nicht gesehen habe, aber auch bei ihr bis jetzt Habt ihr echt gut ausgesucht? ging es ja eigentlich. Also mir fällt da nichts ein. Wunderschön aus, oder nicht? Dankeschön. Ja gut, aber Etis Polyorea Matia. Meister. Fuck off, man. Ey, die machen nur Komplimente, Digga, chill. Alles gut. Vielleicht will ich auch nochmal den Jonathan, den finde ich eigentlich echt cool, nett. So, also mit dem, weißt du, kann man auch Späßchen machen, so witzig. das war ja wirklich null schlimm. Alles gut, Digga. Eigentlich ist müsste so er ungeschmack, voll das ist so erleichtert sein. Wow. Digga, mach dir echt keinen Kopf. Wir reden später darüber. Also das Ding ist, ich sag's euch mal so, ne? Ich finde jetzt bei den Männern, die Bilder, die Frauen zu sehen bekommen, da kann man das schon so ein bisschen schlimmer darstellen, als es war. Aber jetzt umgekehrt bei den Bildern, die Männer gesehen haben, also ich meine, sie hat jetzt hier Komplimente bekommen. So, das ist ja, also, Digga, wie soll man da irgendwas dran schlimm finden, ja? Und sie hat ja das nicht mal zurückgegeben, das Kompliment, sondern sie hat sich nur dafür bedankt. Mehr nicht. Und meinte über irgendeinen, ich weiß jetzt nicht mehr über welchen Verführer, dass man mit dem Späße machen kann. Also, harmloser geht es ja gar nicht mehr, ja. Boah, krass. Aber ich glaube... So was geredet hat, weil ich dich so sehr vermisse. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube eher, das, was die so runterzieht, ist dann diese gesamte Situation. Fühlst du dich von ihr komplett respektiert? Ja, Ja? auf jeden Fall, ja. Warum auch nicht? Ich würde sagen, ihr zwei, ihr begegnet euch auf Augenhöhe. Ja. Wie Gloria die Frage beantwortet. Ah, ich weiß genau, was kommt. Dass sie alles für ihn bezahlt hat und sowas kommt jetzt. Manchmal fühle ich mich ein paar Level über ihm. Und das ist manchmal schwierig, wenn man als Frau sehr viel stärker ist als der Mann. Er ist schon echt nicht einfach, weil er halt so unerfahren ist und so ein bisschen einfach naiv und tollpatschig. Und das ist manchmal echt super anstrengend. Warte mal ganz kurz, in was für Dingen ist er naiv? In allem. Oh Gott. Ich habe die ersten 1,5 Jahre komplett alles gezahlt für ihn. Ihn komplett nicht ihm bei mir Das wohnen schmeckt lassen jetzt oder natürlich bezahlt. gar nicht hier am Tisch vor Klamotten allem. bezahlt, also wirklich alles. Essen, Feiern, Taxi, Zug. Ich habe ihm über 50 Bewerbungen geschrieben für seine Ausbildung, dass er seinen Ausbildungsplatz bekommen hat. Schön. Ja, also das verstehe ich auf jeden Fall, wenn das so vor allen Leuten Wie fühlt es erzählt sich für wird, dich dass sich an, das jetzt sowas zu sehen nicht und so zu geil wissen, wie anfühlt. sie, wenn du nicht dabei bist, über dich spricht? Ja, das ist auf seiner Seite. Sie war immer bei mir. Sie hat für mich echt viel getan. Aber das war alles für Liebe. Ich meine, ich weiß es nicht, aber ich rede nicht so über ihr, dass sie anstrengend ist oder sowas. Ich glaube, für dich werden die 2 Wochen ziemlich spannend. Ich glaube auch. Mhm. Ihr dürft jetzt zurück in die Villa, das war euer allererstes Lagerfeuer. Und ich danke euch für eure Offenheit und wünsche euch einen schönen Abend in der Villa. Ich will dir auch, Lola. Danke euch. Ciao. Da bin ich jetzt noch mehr gespannt, was da jetzt kommt und wie die auf die Bilder reagieren. Herzlich willkommen zu eurem ersten Lagerfeuer bei Temptation Island. Ich muss euch direkt vorwarnen. Heute wird nur eine von euch Als ob nur eine Bilder bekommt. eigene Bilder bekommen. Okay. Okay, krass. Okay. Ist es erleichternd? Locker, weil die oder- Folge so. Okay, nee, die geht sogar noch ganzes Stück. Okay, krass, warum kriegt nur eine Was Bilder? glaubst du denn, wie sich Abdu schlägt? Ah, das war klar. Ich wollte gerade sagen, was denkt ihr? Ich denke Von jetzt wem nicht, werden dass die er Bilder gezeigt? Wie ein Blödsinn gemacht hat. Natürlich aber von Abdu. er wird seinen Spaß haben, ja.
Ich bin auch froh, wenn er seinen Spaß hat. Ob sie da auch gleich noch so froh ist? Wenn Nico seinen Spaß hat? Ich würde mich freuen, wenn er Spaß hat, hauptsächlich natürlich mit den Jungs. Wenn er dann natürlich sehr viel Spaß mit den anderen Frauen hat, dann würde ich natürlich schon nicht gut einschlafen heute, weil es waren sehr hübsche Ladies. Jetzt bin ich aber echt gespannt, von wem die Bilder kommen. Vielleicht auch nicht von Abdu. Ich liebe ihn auch mehr als mich selber. Ich weiß, dass er sehr naiv sein kann. Und wenn da nur eine schlaue Frau dabei ist, die ein bisschen manipulativ sein kann, dann könnte es sehr schwierig werden. Und zudem weiß er auch seine Grenze, was Alkohol betrifft. Gut, wobei man sagen muss, also Manipulation alleine so, das könnte eigentlich nicht ausreichen. Du siehst so gar nicht happy aus. Ich vermisse ihn extrem. Ich habe mir nicht gedacht, dass es für mich so schwer fällt. Ich habe es total unterschätzt. Aber ich vertraue. Ich sag's ja, da muss irgendwann der Counter hier rein. Ellie, bist du nervös? Ich bin auf jeden Fall nervös. Ich hoffe natürlich nicht, dass Fläumchen, also die Blonde, die er ausgewählt hat, quasi. Wie denn? Ja, ich nenne sie Pflaume. Wir haben die nach Obstsorten benannt. Naja, sie ist halt eine Pflaume, dass Okay. er ja, die ganze Zeit mit ihr abhängt. Das fände ich nicht schön zu sehen. Ich fände es auch nicht schön, wenn er schlecht über mich redet oder über unsere Beziehung. Ja, genau. Was erwartest du denn von ihm zu sehen? Dass er eskaliert. Würde mich zumindest nicht wundern, aber ich hoffe einfach, dass er trotz allem immer noch die Kontrolle über sich hat. Also wer von den Männern die Kontrolle hat oder wer sie vielleicht schon verloren hat? Ich sag, da kommen die Bilder von Abdu. Safe. So viel sei gesagt, sie lassen es ziemlich krachen und lassen nichts anbrennen. Wir schauen rein. Wieder der Spruch. Ach so, okay, die zeigen jetzt so allgemeine Bilder. Das kann ich jetzt lieber wieder nicht zeigen. Ey, aber ich frage mich jetzt gerade, dieses alle geil, war das überhaupt auf die Damen da bezogen oder das, was man von den Damen gesehen hat? Ich versuche es hier wieder so zu umschreiben, dass das Video auf jeden Fall grün bleibt, wenn möglich. Oder hat er das auf irgendwas anderes bezogen und die haben das da nur reingeschnitten? Also, weil so eine Stelle, die eignet sich ja wirklich perfekt für alles. Die eklige Melone. Ey, was haben die hier mit diesen Namen? Pflaume und Melone. Digga, wie kommt man darauf? Oh, das ist eklig. Habe ich doch gesagt, kleiner Teufel. Die Steffi, wo habt ihr die denn? Die ist wirklich ganz gefährlich. Wer? Steffi. Eigentlich müsstet ihr beide für mich tanzen. Genau sowas wollen wir hier hören. Widerliche, eklige, sexistische kleine. Ach nein, Digga, ich will das nicht jedes Mal rausschneiden müssen. Bitte, wir haben das jetzt alle gesehen, die Tattoos. Die passt ihm in seine Ritze rein. Ist die eigentlich noch... Das Gute ist, auch wenn ich da ganz weit weg zoome, ihr wisst jetzt genau, worum es hier ging. Das überrascht mich. Alles gut. Alles gut, alles gut. Alles gut. Die Hand, die Hand. Der hebt ihre Hand. Alles gut. Der hebt ihre Hand. Oh Gott. Ja, okay. Also man merkt auf jeden Fall, Gloria, der geht's hier überhaupt nicht gut. Oh mein Gott, ist das ekelhaft, ey. Peinlich. Aber Hauptsache dann das mit dem Rettungsring reinschneiden, so die harmloseste Aufnahme, die es irgendwie gab. Das machen wir zu schwarz, dann geht's ja Beerdigung, ja Beerdigung von euren Beziehungen. Ich habe das letzte nicht verstanden. Was hat er? Beerdigung von unseren Beziehungen, sagt sie.
Ekelhaft. Crazy, crazy. Ja, also 1, 2 Sachen so kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Bilder, als ob wir jetzt nackig im Pool springen würden. Die hat ihre Hand in die Ritze von seinem Arsch. Ich glaube, da kommt sie überhaupt nicht drauf klar. Was denkst du? Wie sehr er wohl seine Ehefrau schätzt. Krass. Er ist ein Stück Scheiße. Boah! Alles klar, Bro. Unsere Jungs sind scheiße. Ich hab den schlimmsten. Aber meiner ist auch nicht besser. Okay, also wenn das bei den Bildern jetzt schon so ist. Okay, Digga. Das müsste er jetzt eigentlich das nächste Mal beim Lagerfeuer hören, ne? Weil das Ding ist, Nico ist eh so jemand, ich glaube, er ist sehr, sehr emotional und sehr auch eifersüchtig. Und wenn der sowas sehen würde, ich glaube, Digga, der käme, glaube ich, überhaupt nicht drauf klar. Gar nicht. Aber ist so geil, ich wusste es einfach. Lagerfeuer wird krass. Hättest du damit gerechnet, dass Redo so viel Gas gibt? Dass er nackt baden geht mit den Mädels, finde ich krass. Ja, also ich muss sagen, das habe ich zum Beispiel jetzt auch nicht verstanden. Also warum die das jetzt machen mussten so. Nur eine von euch bekommt weitere Bilder zu sehen. Jetzt bin ich gespannt. Jessie. Nein. Ja. Ja, ich wusste es einfach. Ich wusste es. Nächstes Mal. Und ich hab's mir auch fast gedacht, ich wollte gerade schon sagen, ob das jetzt noch in der Folge kommt oder in der nächsten. Natürlich in der nächsten, Freunde. Okay, in einer Woche. Ja, also Lagerfeuer war geil. Ich hab's, wie gesagt, ne, Lagerfeuer wird krass werden. Ich freue mich auf die nächste Folge und auch, was wir da noch für Bilder sehen werden. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Checkt den anderen Kanal ab und wir sehen uns wieder beim nächsten Video nächste Woche. Bis dahin, Freunde. Ciao.